Es ist schon wieder so geil heute. Da herumklettern ist und bleibt ein Traum. Und wenn es jetzt noch ein wenig kühler war, auf Kumpen anwerken, aber das dauert nicht mehr lang, dann ist die Sonne weg. Dann geben wir Gas. Ja, geil ist es heute. Ach, geil. Okay. Ach, lästig, hä? Der Handy hat übrigens vorher geleitet, aber muss mal schauen. Ja, der Jacke. Was ich morgen tue, weil er darf gern zu seinem Projekt schauen, zur El Conjuro. Ist das die Schware vom Clem? Ja, das ist die, was uns letztes Mal erzählt hat. Das ist eine ziemlich geile Linie. Und ich darf das morgen gerne anschauen. Dann gehe ich mit ihm da ein wenig rein. Passt so gut. Du wolltest mit dem Bus auf einen Roadtrip fahren jetzt dann? Ja, ich wollte eigentlich morgen auf Nacht wegfahren. Aber das passt eh genau, weil dann fahre ich vorher zum Jacke, gehe mit ihm rein und dann fahre ich gleich weiter. Das Zeug ist eh schon eingeladen und dann fährt sie gleich weiter. Ja, dann tu das. Das gleich passt gut, ja. Ja, geht dahin, packen wir's. Wie bist du eigentlich zu dem Projekt gekommen? Klettert ist ja schon länger und ich habe es eigentlich immer gesehen, die Linie, und jetzt auch geil gefunden. Aber war halt irgendwie immer so ein bisschen der Gedanke, dass man einfach zu schwer sein wird. Ja. Ja. Und irgendwann bin ich dann das andere Zeit geklettert gewesen und dann war mehr oder weniger nur mehr das über. Geil, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Hammerlinie. Also, bin echt schon gespannt, wie es da heute geht. Ja. Ja. Bis zu der letzten Echsen im Steilen ist so 8C oder so. Ja. Da eine Schlüsselsteh. Schon auch eine mächtige Linie, gell? Im feinsten Salzburger Kalk. Ja. Ja, bin gespannt. Ja. Für geiles Tage. Starten wir durch, oder? Voll. Cool. Fix. Auf geht's. Ah, da steht noch Vollmond angeschrieben, gell? Vollmond ist ja praktisch der erste Teil von deinem Projekt. Ja. Oder Vollmond ist vom Hubert Erste. Thomas, Erstbegehung. Ja. Oder Bord, oder? Boah, Oder das Erstbegehung auch? das weiß ich gar nicht, Ich auch nicht. muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist halt ein anderer Ausstieg eigentlich. Aber das heißt, 2/3 von der Tour sind eigentlich im Vollmond. Ja. Vollmond ist so 8C, oder? 8C, 8C plus sagt man genau. Und dann biegst du rechts so Ich an. biege dann rechts um an und dann ist eine ziemlich harte Bouldersteh, lange Bouldersteh in der Platten. Okay, Jacke. Ja. Gut, Kind. Ja, gut dabei. Gehen wir. Aber ja, geht jetzt schon. Kim jetzt. Ja, gut, Kim. Gut, Kim. Aber. Alle. Alle. Kim. Kim. Jawohl. So, ja, gekämpft. Ja.
geht schon. Auf geht's. Komm. I'm gonna take whatever's mine. I'm gonna make it to the top. I'm gonna take whatever's mine and share it with the world. I'm gonna take whatever's mine. Auf geht's. Alle. Get to the top. Komm. I'm gonna take whatever's mine and share it with Ja. the world. Alle. Alle. Schon. Ich finde die Linie einfach extrem geil. Das ist einfach eine von den coolsten Linien, finde ich, bei uns. Und den Vollmond, den bin ich schon vor Jahren mal geklettert, vor 7, 8 Jahren oder so. Genau, und der Ausstieg, den hat man halt dann immer so im Hinterkopf. Aber ja, nachdem ich vom Klemm halt auch gewusst habe, in welcher Klemm losgehabt oder erst genau, Schwierigkeitssegment man sich da irgendwie bewegt, war ja, bei mir immer so, dass ich vorher mal andere Sachen geklettert und Ja. das dann einmal anschauen. So ein Schulscheid. So, aber alle aktiv. So. Gehen. Die ersten 3 Züge aus dem Banki sind eigentlich die schwersten in der Tour. Man hat dann so einen ziemlichen markanten Schnapper in so ein Loch. Da bringt man 2 Finger rein, aber nur so gestaffelt und es ist extrem schmerzhaft. Von dem man dann auch einhängt. Und dann hat man noch sehr doch anhaltende Züge. Ich meine, sie sind von den Einzelzügen nicht mehr so schwer wie davor, aber die Griffe sind auch richtig klein und es ist ein bisschen reibungsabhängiger. Okay, Tobi. Jawohl, Jacke, jetzt gehen wir volle. Auf geht's. Gehen. Sauber. Das ist so. Alle. Ich merke, geht schon. Alle. Ja, das ist so warm da herum. Ich schmier einfach raus aus den Griff. Ich kann ihn nicht halten. Und der Boulder oben aus von der Henkebanke weg wird auch nochmal so 8B Boulder sein oder so. Hat der Klemm auch gemacht. Ich bin nicht so ein Boulderer. Ich kann Klemm, das der nicht so gut Meister, hat machen. ja doch, sage ich mal, im Bouldern eine gute Benchmark in dem Grad. Ja, Vor allem Dingen brutal viel im Kalk-Bowler. ja. Er soll immer noch fit sein, der Klemm. Man sieht ihn nicht, man hört es immer nur,
Man munkelt. Man munkelt, der ist wie ein Wolf. Streift durch die Wälder hier und da reißt einmal was, Ja. aber keiner sieht ihn. Ja. Ah, der Clem. Eine Legende, ja. Mhm. Ja, hat schon viel gemacht bei uns. Absolut. Ja, Tobi, hat mich voll gefreut, Ja, dass mega das was. heute ausgegangen ist. Cooler Tag, ja. Ja, cool. Nicht ganz erfolgreich, aber das passt trotzdem. so. Feiner Das Tag am passt. Fest. Ja, auf alle Fälle. Ja, wo geht's denn weiter jetzt bei dir? Du bist noch am Weg, oder? Ja, wir sind mit Friends on the Road am Weg und nächster Stopp ist im Frankenjura. Da besuche ich Moritz Welt, der ist da ganz eine coole Tour geklettert. Die Ja. Lazarus, naja Plus, hast du wahrscheinlich auch hab ich mitgekriegt. gehört, ja. Hab ich mitgekriegt. Und da werden wir uns ein bisschen die Finger im Lochgestein langziehen Ja. und ja, dann lassen wir uns überraschen, wo es weitergeht. Ja. Klar. Ja, sehr Genau, gut. das steht am Plan. Mhm. Hey, servus Moritz. Servus, na? Hey, cool, dass wir uns treffen. Ja, voll. Schaut mega aus. Ja, ist geil, oder? Oh, ist das steil. Ja. Ja, die Linie ist schon krass, finde ich. Also, habe ich Ah, mir mega. auch gedacht, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Voll steil, wenn man da so herkommt. Ja, ich finde die Linie richtig krass irgendwie. Richtig geil. Das hilf mir mal rauf. Ja, auf jeden Fall. Aha, da ist das gute Ding. Ja, sieht geil aus, oder? Total steil. Ja, das hier ist der schiefe Tod. Hier gibt es einige relativ geile Touren. Aber vor allem halt die Lazarus, die ich erst begangen habe letztes Jahr. Die glaube ich hast 2022 gemacht, oder? Aber hast du die auch eingerichtet, gebohrt oder wie war das bei der Tour? Ja, der Markus Bock hat mir die Tour abgegeben. Der hat die vor 5 oder ich glaube noch mehr Jahren oder so hat er die mal eingebohrt und hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, jo, willst du die probieren? Und dann bin ich halt hin, hab's mal ausgecheckt und am Anfang wusste ich nicht, ob ich es überhaupt auf die Reihe kriege. Und dann so mit der Zeit habe ich irgendwie so ein bisschen Lösungen gefunden und dann Anfang letztes Jahr habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, das könnte gehen. Und dann habe ich es eine Saison wirklich intensiv beschossen und dann gemacht letzten Herbst. Okay, cool. Jo, auf geht's. Also ich habe schon einige 9As gemacht auf jeden Fall und jetzt in Norwegen das Thor's Hammer, was 9A, 9A Plus ist und jetzt vor kurzem auch noch das Corona, was auch als 9A Plus gilt. Und die Tour fühlt sich auf jeden Fall schwerer an, mindestens gleich schwer wie die schwersten, die ich gemacht habe auf jeden Fall. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es noch mal ein Stückchen härter ist. Also würde ich sagen 9A Plus könnte passen. Also es wartet noch auf Bestätigung, aber schauen wir mal. Okay. Okay. Alle mal jetzt. Alle. Come on. Geht schon. Alle. Geht schon. Geht schon. Alle. Locker, komm. Auf geht's.
Come on. Alle. Nice. Was für mich auf jeden Fall immer eine krasse Rolle gespielt hat, waren so die schwersten neuen Touren, die es so in Franken gegeben hat. Also ich habe, als ich klein war, irgendwie mega den Führer studiert. Habe irgendwie so alles gekannt einfach, was es in Franken gibt. Und ja, da sind es natürlich spezielle Namen, die einem irgendwie rausstechen. Markus Bock ist da auf jeden Fall. Ja, natürlich Güllich und so hat man natürlich alles auf dem Schirm. Und mich hat es mega interessiert, als ich angefangen habe. Also ich habe das alles voll aufgesaugt. Ich glaube, mich hat das einfach alles so im Gesamten begeistert und dann hatte ich Lust, das genauso zu machen. Und die Sachen zu wiederholen, die es gibt und noch vielleicht was Neues dazu zu machen und so. Ja, hallo Birte. Hey Tobi, Hi. ich habe gerade zufällig auf Instagram gesehen, dass du eine Frankenjura bist. Ja, richtig. Ich war gerade mit Moritz klettern und mache mich jetzt am Weg. Ja, Genau. cool. Hast du Lust, zu mir nach Ettringen zu kommen, in die Eifel zum Klettern? Nach Ettringen, ja cool, da war ich eigentlich eh noch nie. Ja, morgen wäre möglich. Also es ist nur ein Stückchen zum Fahren, aber morgen könnte ich kommen, ja? Ja, morgen passt auch bei mir gut. Hey Birte. Hi. Hey. Wie geht's? Gut, danke dir auch. Ja, geht gut. War doch eine relativ lange Fahrt daher, aber cool, ich bin das erste Mal da. Ja, schön, dass du da bist. Ich glaube, die Ja. Conditions sind auch ganz gut. Gell? Ja. Es schaut Sieht ganz gut aus. cool ja. aus. Bin ich gespannt. Ich freue mich auf einen coolen Klettertag. Ja, da blitzt schon ganz leicht die Wand durch, oder? Ja, da sieht man schon die schwarzen Säulen auftauchen vor Geil. uns. Geil, ja, ich bin schon gespannt auf diese Vulkanitkletterei. Ja, das ist ganz interessant eigentlich. Ja. Es gibt eigentlich hauptsächlich Risse, Verschneidungen Ja. und Kanten. Okay. Und das macht das Ganze irgendwie besonders interessant hier. Okay, also technisch anspruchsvoll wahrscheinlich. Sehr technisch anspruchsvoll Geil. und halt komplett unterschiedlich zu anderen Gebieten. Okay, ja, voll Ja. meins. Also, Also wenn Ballern mal weglassen Hier und, kann man nicht so und, viel sauber, ballern. und sauber klettern. Genau, Passt eh, ist eh ein total. gutes Kontrastprogramm zum Franken, oder wo ich gerade herkomme. Auf jeden Fall. Okay, ja geil. Ja, hier sieht man es schon. Das ist jetzt die große Wand hier. Das wohl bekannteste Gebiet in der Eifel. Genau, und es sind eigentlich immer so 5- oder 6-eckige Säulen, die senkrecht nach unten laufen. War sehr Genau, spannend. und dadurch entstehen halt diese Rissstrukturen und Kanten und Verschneidungen. Ja. So, hier sind wir Ja, cool. in der Hölle. In der Hölle. In der Hölle mit dem Fegefeuer. Fegefeuer. Ja, genau. Ja, der Charakter des Felsens hier, oder der Kletterei, das ist unglaublich technisch. Also man muss unglaublich präzise auf den Füßen stehen.
Manchmal kommt es sogar vor, dass nicht der Unterarmpump das Problem ist, sondern in den Verschneidungen dann der Pump in den Waden, weil man es einfach nicht gewohnt ist, auf den kleinen Tritten auf Reibung zu stehen. Und dann gibt es natürlich super viele Risse, die erfordern natürlich eine ganz andere Klettertechnik. Und ich glaube auch genau deshalb ist der Zugang hier so schwer, weil man das in der Halle kann man es ja definitiv nicht trainieren, da gibt es das ja nur ganz selten. Und wenn man Risse klettern will, dann ist einfach das hier der Ettringen der beste Spot für. Ja, ich glaube auch wenn man irgendwo Big Walls klettern will, Yosemite oder Utah, dann ist das einfach das perfekte Trainingsgebiet hier. Jetzt zum Beispiel das Fegefeuer hat einen Genau. Umlenker, ist eigentlich komplett zum selber sichern. Ja, ich finde es hier total gut, dass man jeden Stil hier begehen kann. Also man kann wirklich komplett cleane Treadrouten klettern und wie Fegefeuer hier kann man die einfach perfekt absichern und es gibt überhaupt keine Notwendigkeit für Haken. Also da wäre jeder Haken wäre einfach Materialverschwendung. Materialschlacht. Knoten stimmt. Gut. Partner check statt Partner weg. Psch, let's go. Rein ins Fegefeuer. Es wird heiß. Es wird heiß im Fegefeuer, das passt. Ich finde es unglaublich wichtig, nicht immer nur auf die Gerade zu gucken. Natürlich ist es was wert, was am Ende da steht. Und eine 8C oder eine 9A ist mit Sicherheit schwerer als 7A. Aber es kommt irgendwie immer darauf an, dass man sein eigenes Limit findet. Also ich glaube, ich habe mich jedes Jahr um 1 Plus verbessert, bis ich dann letztes Jahr dann auch 8C klettern konnte. Oder meine dritte 8C, genau. Und ja, jetzt denke ich natürlich an die 8C Plus. Und wer weiß, wenn ich die 8C Plus geklettert bin, vielleicht ist dann auch noch eine 9A möglich. Mal gucken, ob das Alter noch zulässt, aber ich bin da noch ganz optimistisch. Ale. Ale, bitte. Ciao. Jawohl, super. Ciao.
Geht schon. Yes! Jawohl, Birte. Juhu! Hat gut ausgeschaut. Ja, hat sich auch voll gut angefühlt. Cool. Mega. Sehr gut. Ja, schaut gut aus, oder? Das hat sich doch schon mal ganz gut angefühlt. Ja? Ja. Ja? Ist auf jeden Fall der perfekte Einstieg ins Thread-Klettern. Ich glaube, es gibt hier kaum einen besseren Riss, um Ja, ist schon Friends zu legen. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, wo ich die hinlegen kann. Ja, voll kompakt, gell? Super kompakt, solider Fels, Ja. läuft schön zu immer. Gute Placements, oder? Super Placements. Und vom Klettern her hat es solide ausgeschaut. Ja, das fühlt sich gut an. Geil. Ja, Tobi, war voll schön, dass du da warst. Hat mich voll gefreut, dir mal Ettringen zu zeigen. Ja, war cool, war eine gute Gelegenheit. Wäre ich wahrscheinlich so nicht so schnell hergekommen, von dem her ist es eigentlich perfekt. Und wo geht's jetzt für dich hin? Ja, ich glaube, ich schmeiß mich jetzt dann in den Van und fahre mal Richtung, also tritt mal den Heimweg an. Es ist eher ein ganz schön Stückerl von da und dann schaue ich. Also entweder ich fahre durch heim oder ich nehme nur irgendwas mit am Weg. Ich fahre mal ins Blaue und lasse mich überraschen. Glaube ich. Das ist ein guter Plan irgendwie. Klingt super. Jawohl! Was geht? Alles gut? Ja, Selber? ja sicher. Guck mal aus, oder? Ja, auf jeden Fall, aber sollen wir noch einen Kaffee trinken? Ich hätte gerade einen aufgesetzt. Du hast gut genächtigt da, oder wie? Nein, ich habe super geschlafen. Also es war ist ja ein feines Platz, eine feines Waage und Ja, fein. gut ausgeschlafen. Jetzt freue ich mich, dass ich da mal mir anschaue, was du da vorhast. Ja, das wird dir sicher taugen. Gucken wir, es auf geht's. Packen wir's. Mach. Schon immer wieder fest da oben, gell? Man hat schon eine gute Aussicht da. Ja, schöner Platz. Ein guter Felsen, Conditions sollten auch passen. Ja, bin gespannt. Ich kenne die Stauplatten nur vom Meerseiland. Aber der Balfen schaut gut aus. Auf jeden Fall. Du da oben, gell, bei der 6. Schlinge, es geht jetzt bis dahin, geht jetzt relativ leicht dahin und ab der 6. Schlinge fängst du dann an. Gell. Da muss ich mal hübsch links aussehen und ausfahren nach rechts und von da weg sind es dann echt ein paar knackige Leistenzüge. Ja. Bis oben auf, bis zum leichten Ausstieg. Ja. Gell. Aber ich probiere einfach. Vollgas, wenig rein. Knopf passt, Passt. ich passe auch. Auf geht's. Geht's. Die Tour hat eigentlich einmal der Papa von meiner Freundin eingebaut vor einigen Jahren. Und die geht da einfach diesen schwarzen Strich entlang auf, ist einfach eine mega Linie und sicher eine von den besten Touren bei uns in der Gegend, ja, auf jeden Fall. Ja, Stauplatten hat einen Bombenfels, oder? Und ist einfach bekannt für die geniale technische, diffizile und schwere Kletterei, oder? Nein, es ist, gerade der letzte Teil ist ein bisschen leicht, aber davor ist es konstant zum Drohbleiben, immer an Leisten, immer kleine Tritt zum Steigen und einfach bis zum Schluss drohbleiben. Geil.
Alle, geht schon. Sauber, komm. Komm. Geht schon. Alle, okay. Geht schon. Komm. Alle. Geht schon, komm. Komm. Sauber. Sauber. Geht schon. Alle. Sauber. Alle. Ciao. Jawohl, Tobi, das war's. Geil, Mann. Voll geil. Das war eine mega Tour, hey. Richtig gut. Geil, Alter. Schaut super aus. Ja, Wahnsinn, Grie, ha? Ja, feines Tag haben wir heute gehabt, ha? Super feines Tag, ey. Traumwetter und halt da aus ist einfach ein Wahnsinn, oder? Vom Panorama her Das Licht jetzt ist einfach schon geht es eigentlich gewaltig. nicht recht viel geiler. Da weiß man jetzt schon auch wieder ein wenig, für was man klettern geht. Das auf jeden Fall, ja. Haben wir schon ein feines Tag gehabt heute, ja. Fix. Und es ist zwar alles sehr Performance getrieben, aber im Prinzip geht es schon ein wenig genau um sowas, oder? Einfach geil rein. Einfach feine Tag gehabt haben. Mega. Und das haben wir heute gehabt. Definitiv. Hey, Sleepwalker echt geniale Tour. Gewaltig, gell? Also schaut richtig gut aus da. Ja, ist auch die Linie da oben, gell? Durch den schwarzen Streifen da rauf. Ja. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, brutale Kingline. Also da hat er schon eine gute Vision gehabt, der Vater von deiner Freundin. Also Ja, echt genial. auf jeden Fall. Du Tobi, wo war eigentlich jetzt der Roadtrip? Da bist du ja ganz schön weit umgekommen, ha? Ah, ja, schon. War eine coole Zeit. Also angefangen von daheim klettern mit Jacke und nachher mit Moritz in der Fränkischen, mit der Birte, Trailklettern in der Eifel, ganz was Besonderes. Und jetzt einfach da der Abschluss, hat sich brutal ausgezahlt. Und so ein Trip ist immer cool, oder? Mal umfahren, Leute treffen, Ja, neue Platz und so. neue Plätze sehen, aber auch heimkommen. Ja. Also ich freue mich jetzt trotzdem wieder auf ein paar coole Touren daheim, Mhm. auf ein paar Projekte und ja, ich fahre gern fort und komme brutal gern heim. Ja, wenn man da den Ausblick hat, gell, dann kommt man gern wieder heim. Ja, definitiv, absolut. Ja.